Der Redditor. An der Stelle bitte nicht lachen, das hier ist eine gesittete Gegend. U/4poop zeigt uns mal etwas Neues von einer Ringkamera. Ein Verhalten zumindest, das ich so in der Weise noch nie zuvor sah. Lasst euch von mir gesagt sein, ich befasse mich täglich mit Geisterclips für euch und darunter sichte ich nicht selten Ringaufnahmen, also CCTV-Footage, Überwachungsaufnahmen. Ältere Zuschauerhasen wissen auch, dass ich öfters, ich tippe sogar fast jedes zweite Video, Clips einer Überwachungskamera zeige. Da man da viel sieht, läuft fast 24/7. Viele, nicht unter meinen Kommentaren, sondern die unter dem Reddit-Posting des Originals, rufen förmlichst danach, dass es endlich nicht mehr Orb, sondern Bug, also Käfer zu nennen, da viele nicht überzeugt genug sind. Welcher Käfer sieht bitte so rundlich flügellos aus? Jetzt habt ihr die Aufnahme gesehen und dürft wie immer selber entscheiden, ob echt oder echt paranormal. Meiner Meinung nach wäre ein Fake für so einen kurzen Clip sehr aufwendig. Auffällig sind die mehr bläulich erscheinenden Flecken, meinetwegen nicht unbedingt Orbs, oben rechts, welche scheinbar in den Himmel ziehen. In der linken Bildschirmhälfte streunert ein einzelner Fleck, vielleicht ein Orb, vielleicht ein Käfer, wahllos herum. Beachtlich finde ich ganz am Anfang des Clips, wie dieser Fleck auftaucht. Das scheint mir doch irgendwie kein Käfer zu sein. Die Flugbewegungen sind zwar nicht sehr sass, dennoch fraglich an der Stelle, warum das Licht so komisch reagiert. Und noch wichtig anzuhängen ist, was der Poster des Clips in der Caption schrieb. Maybe a ghost orb. My mom caught this on ring camera. It goes off by motion and it caught this. Let me know if anyone knows what this is. Übersetzt heißt das, vielleicht ein Geisterorb. Meine Mutter ließ dies auf einer Ringkamera bespielen. Über Bewegung geht es aus und hat das eingefangen. Lasst es mich wissen, wenn ihr wisst, was das ist. Ja, Freunde, viele oder die meisten behaupten, es wäre einfach nur ein Käfer. Ich bin dessen ehrlich gesagt noch nicht überzeugt, da hier viele Fragezeichen aufleuchten. Ging die Kamera wirklich aus? Was war mit dem Licht los? Was wollten diese multiplen Punkte in den ersten Frames oben rechts? Wieso erschien der linke Fleck so bizarr? Warum ist dieser vermeintliche Käfer so rund? Ist er nur fett? Oder handelt es sich hier wirklich um ein Orb? Wer mich kennt, weiß, dass ich immer kritisch bleibe und jede Option für möglich halte. Nun seid also ihr gefragt. Was ist hier der Fall? Platz 4. Auf diesem Platz findet sich ein TikTok wieder. Und ich muss euch ehrlich zugeben, ich habe TikTok vor 1,5 Jahren noch gehasst. Mittlerweile habe ich selber die Sucht, wie die meisten anderen auch. Aber mir fällt es immer noch schwer, Geistervideos dort zu finden, da ja alles vom Algorithmus gesteuert ist. Sehr nervig. Doch wenn man etwas findet, dann womöglich real, nur leider im Hochformat. So auch dieses Video, ziehen wir es uns rein. Sehr unheimlich, was in den letzten Sekunden zu sehen ist. Das, was die TikTokerin @Dresemesen auf ihrem TikTok-Account zeigt, scheint nicht von dieser Welt und stammt angeblich nicht von ihr, sondern sei ein Snap von ihrer Schwester. So steht in der Videobeschreibung: Got this snap from my sister. She was filming the delivery. Tell me I'm not the only one who can see the child. Zu Deutsch steht da: Habe diesen Snap von meiner Schwester. Sie filmte die Lieferung. Sagt mir bitte, dass ich nicht die Einzige bin, die das Kind sieht. Nein, das bist du an der Stelle natürlich nicht. Man sieht eindeutig, circa in den letzten 3 Sekunden, eine kleine weiße Apparition links von der Scheune laufen. Mir persönlich scheint das tatsächlich echtes Videomaterial zu sein. Fakes sind für mich nie auszuschließen, doch tendenziell sage ich hier, dass das womöglich umgestellt ist. Was meint ihr dazu? Platz 3. Schon mal dein Handy zur Überwachung eines Raumes benutzt? Würde ich jenes hier sehen, würde ich rausrennen, abhauen und nie wiederkommen. Egal, wie teuer diese Immobilie auch sein mag. Seht selbst.
Man erkennt klar, dass diese Aufnahme von TikTok stammt, wegen dem Titel im Video. Typisch TikTok eben. Klar musste auch wieder Musik hinterlegt werden, wo ich keine Ahnung habe, ob diese urheberrechtlich geschützt ist oder nicht. Deswegen schon im Vorhinein stumm schalten. Gut, der Mann ohne Erwähnung verlässt den Raum und geht eine Treppe hinauf. An dieser wird er scheinbar erst von einem eigenen Schatten verfolgt. Seinem eigenen Schatten? Jemandes Schatten? Wenn man ein zweites Mal hinsieht, merkt man, dass das nicht sein Schatten sein kann. Wer ist das? Wer folgt ihm? Sekunden später präsentiert sich jemand aus dem Kleiderschrank. Bitte was? Irgendwie ist es mir hier viel zu viel aus dem Kontext, denn der Schatten ist durchaus einfügbar und das Schrankgesicht könnte genauso gestellt von einem Freund sein. Beides in der Summe vergruselt diesen kurzen TikTok-Clip umso mehr, doch die Echtheit ist wieder mal in einem dicken Fragezeichen gefangen. Persönlich tendiere ich hier in beide Richtungen, Fake und Real. Was ich schade finde, ist, dass meine Quelle keine Angaben bisher zum Original hinterließen. So könnte ich, wie sonst auch, wenn ich TikToker durchforste, andere Clips für mir Info einholen, da sie häufig noch mehr rund um ihr Geisterthema machen. Schade, aber egal. Was meint ihr zum Schattenmann und zum Schrankgesicht? Platz 2. Elliot und Joe vom Kanal Ghost Theory haben zu Halloween eine, für mich, wunderliche Investigation hochgeladen. Zu zweit erkunden sie mit Kamera und K2 bewaffnet die verlassenen Gänge einer Psychiatrie. Dass der Spuk sich solche Orte aussucht, dürfte keinen von uns wundern. Dieser Clip deckt mehr Länge an Zeit ab als die Clips zuvor, da sonst auch der Zusammenhang teils fehlen würde. Die Qualität der Investigation ist für deren Größe Wahnsinn und ich würde gerne meine Community an der Stelle dazu aufrufen, ihnen die 6000 Abonnenten voll zu machen. Sollten wir das bis Mittwochabend schaffen, dann bekommt ihr für nächsten Sonntag einen Extraplatz, also eine Top 6. Das ist mein Versprechen an euch, innerhalb der Paranormal Community etwas Liebe mal zeigen. Links und Angaben zu den Quellen sind wie immer im Video und in der Beschreibung. Nun schauen wir mal rein. Can anybody from the spirit world try and touch the green light in my hand and make it go to red? Yeah, that's what I heard. Yeah. Right. I swear I just heard another knock. Hang on, this is going off. I just went off a little bit. Can you do that again? If that was someone here making that go off, can you make that go off again? See that going off? Look at that. Look at that. See, my hand's nowhere near anything else apart from my torch. Look at that. That's insane. I'm going to take my torch away. Are you still recording? Yeah. Look at that. Is that someone here doing that? Oh my god. What the hell? Is there a spirit in here that's making that happen? If it is, can you turn it off? Can you make it go away if that's... Maybe am I like stood in someone? Wow. Am I even recording? Yeah. Das K2 schlägt erstmal aus. Für alle Neuen und Unerfahrenen, die nicht wissen, was ein K2 überhaupt anzeigt. Das K2 Meter, oder auch EMF-Reader genannt, zählt zu den beliebtesten Instrumenten bei der Geisterforschung. Es misst die elektromagnetischen Felder in unmittelbarer Nähe der Gerätschaft. Ausschläge ohne ersichtliche Störquelle können als Kontaktversuch der Geisterwelt gewertet werden. So ein Ausschlag alleine in einer verlassenen Umgebung würden natürlich nicht ausreichen, um in dieser Topliste zu landen. Deshalb schauen wir unbedingt weiter. Okay, so... It's just going off again.
I don't know how else to... I don't know... I've never seen this much activity from the K2 of you. Ever. It's really annoying because, like, you know, when you do an investigation and you hear people say they hear knocks, it's quite a fundamental part of an investigation. But we are seriously hearing stuff down the corridor. But I don't think it's loud enough to pick up on camera. The annoying thing about it is that I will shut up in a second because I want you to hear it, and I don't want to go down there because I don't want it to stop. Does that make sense? Yeah. But the EMF has stopped now, so we put it away. We have no idea what was making it do that. Wow. What? Well, that was loud. You must have heard that. I did. Made me jump. What the hell is that? Oh, right. Move the line. I'm gonna keep my camera down there. Okay. That was like, it sounds silly, a really loud clock. Like ticking of a clock. I just heard it in here. I'm actually bricking it right now. That was so clear. Yeah. What is to find? But it sounded like a clock. What is that? What? I heard a ting noise. Oh, fuck off. What? Look at those. That was the click. Right, I'm gonna... You... Hold on, hold on. Hang on, right. It was this. That's not making a noise. Oh my god. That was it. That was it. Holy shit. Jesus Christ! Fuck me. Oh god. Okay, I'm actually quite scared now. Oh, yeah. Where did that come from? I don't have a clue. Hang on. I'm not hanging on here. Pass auf. Nach kurzer Zeit schlägt das K2 wie wild wieder aus und diesmal begleitet von Poltergeistaktivitäten, ausgezeichnet durch Klopfen, andere laute Geräusche und natürlich unbegründbare Bewegungen einzelner Objekte. Bei Echtheit wird dort wohl oder übel eine Präsenz noch sein Unwesen treiben und hat noch keine Ruhe gefunden. Fakes sind wie immer nicht auszuschließen, doch als Mensch können wir bewerten, ob die Reaktionen mehr geschauspielert oder echt sind. Mir erscheinen die beiden Investigators tatsächlich real und ich vermute keinen Fake hinter diesen Clips. Trotzdem möchte ich eure Meinung hören. Also, was meint ihr? Platz 1. Mackie und Amanda bleiben über die Nacht im heimgesuchten Hollywood Roosevelt Hotel, welches wohl bekannt für seinen berühmten Spuk ist. So soll beispielsweise Marilyn Monroe durch die Räumlichkeiten des Hotels geistern. In dieser über 50-minütigen Dokumentation konnte ich einige Dinge für euch sichten, doch möchte euch vorsichtshalber darauf hinweisen, selber nochmal beim Original vorbeizuschauen, da das Gezeigte sehr interessant ist. Nun schauen wir mal rein. In der Zeit, wo Mackie und Amanda eine Tourrunde im Hotel drehen, ließen sie Überwachungskameras in ihrem Zimmer laufen. Mehrere unerklärliche Geräusche von Klopfern, Türgeräuschen und Atmen sind zu vernehmen. Im letzten Clip geht plötzlich die Hauptkamera aus. Was war da los in der Zeit, wo beide nicht im Raum waren?
Telephone. But you know what we do? I'm wondering. Okay, let's just ask. But you know what we do? I'm wondering. Okay, let's just ask. Im Gespräch vertieft sieht man plötzlich, wie etwas über Amandas Rücken streift. Was es ist, kann uns keiner sagen. Ist das natürlichen Ursprungs? Nachfolgende Clips deuten später auch auf eine übernatürliche Erklärlichkeit hin, bzw. ziehen eine paranormale Antwort als Möglichkeit immer mehr dazu. Also schauen wir, was da noch passiert. I feel like I am warming up. And it stopped. Guys, we haven't turned it off. Like, hold on, I'm ending this recording. It doesn't want you to end the recording. If you want us to keep recording, make the REM pod stop. That's a temperature change. Stop! That's a temperature change. You said if you want us to keep recording, make it stop. Okay. Oh my god. Please tell me I'm crazy, but at 29:57 there's a face in the middle bottom window pane. Mackie pans the camera around. It's there for about 2 seconds and is gone when it pans back. I'm literally shaking. It could be my tricksing, but to me it's clear as day. Schrieb eine Zuschauerin in die Kommentare, welcher Kommentar sich auf Deutsch übersetzen lässt auf so viel wie: Oh mein Gott, bitte sagt mir, dass ich verrückt bin. Aber in Minute 29:57 ist ein Gesicht in der mittleren unteren Fensterscheibe zu sehen. Mackie schwenkt die Kamera herum. Es ist für ungefähr 2 Sekunden da und ist dann wieder weg, als sie zurückschwenkte. Ich zittere förmlich. Es könnte eine Matrix sein, aber für mich ist es klar. Als ich mir diese Szene ansah, sah ich direkt an der beschriebenen Stelle eine Kopfform. Ob diese Erscheinung übernatürlichen Ursprungs ist, muss nicht unbedingt sein, okay? Wir müssen bedenken, dass es sich hier aber um ein Haunted Hotel handelt. Könnte das also doch ein Geist sein, der sich in der Reflexion des Fensters manifestierte? This battery's drained. It's at 6%. The temperature warning is on, which has never happened on this camera ever. This was a brand new battery. 34:10. There's a tall shadow moving from Amanda to the left. It's right after Mackie says camera, schrieb ein Zuschauer. Auf Deutsch für euch 34:10. Da ist ein großer Schatten, der sich von Amanda nach links bewegt. Passiert genau nachdem Mackie Kamera sagt. Unter diesem Zuschauerkommentar antworteten sie auch mit That's so weird, also das ist so komisch. Und offenbaren somit, dass sie selber keinen natürlichen Grund für diesen Schatten haben. Erst dachte ich, hey, das könnte auch jemand anderes im Raum sein, doch in dem Falle müssten sie das ja wissen und würden auch nicht so antworten, sondern einfach sagen, hey, der Schatten stammt von einem Freund. Sehr komisch und deutet, meiner Meinung nach, auf Paranormales über das ganze Video hinweg hin. 30 minutes ago, when we were catching all of that, before we ate dinner, when we were catching all of that activity, we had the REM pod on, the K2, EMF. Where's the EMF? Speak of the devil. Mackie? I don't know. Zu guter Letzt geht die Taschenlampe aus, als bald Mackie vom Bett aufsteht. Sorgte das Aufstehen für einen Wackelkontakt oder war das doch ein Geist? Ich weiß es nicht, doch ich vermute nichts, was auf Fake schließen lässt. Das ist zumindest mein Gefühl. Und mein Gefühl sagt mir auch noch, dass da etwas im Raum sein könnte, aber nicht muss. Dennoch haben wir gerade genug Videomaterial gesehen, das das bestätigen könnte. Für mehr Beweise geht auf das Original zurück. Amanda schildert beispielsweise noch, was sie sieht. Das REM-Pod reagiert, das K2 reagiert. Was ist da los? Und was meint ihr? Sekunden später präsentiert sich jemand aus dem Kühlschrank. Was für ein Kühlschrank, Junge. Was soll da rauskommen, Junge? Mein tiefgekühlter Sack voll Reis. Ah, der Kaffee ist schön heiß. Bin Rapper. Ja, das nehme ich mal wieder als Outtake. Gut gemacht. Du hast ein Video von Mosh Top 5 überstanden. Keine Sorge, wir haben noch viel mehr Grusel für dich auf Lager. Stöber gerne durch und lass ein Abo mit Glocke da, um nichts mehr zu verpassen. Top 5 gruselige Geister-Videos. Immer sonntags um 20:15 Uhr.